haben Bergfest. Das heißt also, wir haben die Hälfte der Zeit, die wir im Winter hier in Spanien verbringen wollen, hinter uns. Und da möchte ich in einem Video kurz berichten, was wir so erlebt haben. Wir haben mit vielen Campern hier in Spanien gesprochen, wie die Zeit hier so erlebt haben. Und ich habe auch zwei gefunden, die vor der Kamera mal ein paar Worte sagen wollen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wie man unschwer erkennen kann, sitze ich hier im Wohnmobil. Das kommt daher, draußen es ist windig und es regnet etwas. Da kann man natürlich keine Aufnahmen draußen machen, deshalb sitze ich hier drin. Vielleicht ein paar Worte noch zum Wetter hier jetzt im Winter. Der Januar war eigentlich ganz angenehm, bis auf die Nachttemperaturen. Nachts war es kühl mit 7, 8 Grad hier in Andalusien. Das ist etwas ungewohnt hier für diese Region. Meistens geht die Temperatur in der Nacht hier nicht unter 10 Grad. Aber jedes Jahr ist anders und wir haben auch hier in Spanien Winter. Wir sind jetzt mehr als 5 Wochen auf dem Camping Mar Azul. Wir werden gerne schon weitergefahren, aber das ist schwierig, dann freie Plätze zu finden, ohne Reservierung. Wir haben also nicht irgendwelche Plätze weiter reserviert und wollen das eigentlich auch nicht tun. Man muss feststellen, so voll auf den Camping- und Stellplätzen wie in diesem Jahr war es noch nie. Kennen wir jedenfalls nicht. Und deshalb warten wir jetzt so ein bisschen ab, dass es ein bisschen ruhiger wird. Wir haben jetzt Mitte Februar. Ich hoffe, dass es so nach dem 20. Februar ein bisschen ruhiger wird, dass dann doch einige wieder auf dem Heimweg sind und es mehr Platz auf den Plätzen gibt. Wie groß der Antrag immer ist, das haben wir hier auf dem Camping Mar Azul auch gemerkt. An der Zufahrt vom Campingplatz gibt es einen großen Parkplatz. Der wurde die ganzen Wochen jetzt als Stellplatz mitgenutzt. Jeden Abend war er komplett gefüllt. Auch der Stellplatz innerhalb des Campingplatzes war immer gut gefüllt. Man wusste gar nicht mehr, wo man die Fahrzeuge hinbringen sollte. So groß war der Andrang. So ein großer Andrang war natürlich nicht nur hier auf dem Camping Mar Azul, sondern auf vielen Camping- und Stellplätzen. Allerdings ist es so, für 1, 2, 3 Tage hat man meistens irgendwo nochmal einen Platz gekriegt. Aber da musste man natürlich auch Glück haben, dass gerade was frei ist. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Campern gesprochen, nicht nur hier auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Und sie danach gefragt, wie es ihnen so ergangen ist. Und da habe ich jetzt zwei vor der Kamera, die erzählen uns mal ein bisschen, wie sie es erlebt haben hier im Winter in Spanien. Wir sind hier jetzt im Stellplatzbereich des Camping Mar Azuls. Hier ist ein stetiger Wechsel und so treffe ich hier immer wieder andere Camper, mit denen ich mich dann gerne unterhalte und so erfahre ich auch einiges. Hallo Sven, wir haben uns hier auf dem Stell- oder Campingplatz kennengelernt. Und du bist jetzt das erste Mal in Spanien. Ja, erzähl mal, wann bist du losgefahren? Ja, hallo Hartmut. Ja, ich habe dich hier zufällig auch gesehen. Wir sind unterwegs seit dem 27. Dezember. Da sind wir losgefahren und über Luxemburg, Frankreich, Spanien dann so langsam bis hier runter gekommen. Ne? Ja, hattest du vorher Plätze reserviert? Nein, keinen einzigen. Und habe das auch während der ganzen Reise eigentlich bis auf einmal in der Wüste Tabernas nicht gemacht. Da habe ich eine WhatsApp nach Little Texas geschickt und der hat mir dann geantwortet, ich konnte 2 Tage später kommen. Immer sonst kamen Absagen und dann habe ich das aufgegeben. Ne? Also du hast gar nicht mehr nachgefragt oder angefragt, sondern du bist einfach auf Glück hingefahren. Ja, ich glaube, das war so das Bessere. Ich habe dann bei Anibal mal nachgefragt, in Aguilas. Der hat mir auch gesagt, bei uns kommen so viele Leute nach. Wir machen uns da gar nicht so die Mühe und antworten auf E-Mails. Das habe ich mir so zum Herzen genommen. Und man fährt dann 1, 2 Mal weiter vielleicht, aber man kommt schon irgendwie unter. Ja. Ne? So freistehen, das ist so nichts für dich, oder? Doch, das würde ich schon. Da ist meine Frau so ein bisschen ängstlich und wir hatten es also auch, wie gesagt, auf einem Platz. Es war da bei Anibal, da wurde dann selbst auf dem Platz in der Nacht eingebrochen und das ängstigt dann doch schon ein bisschen und dann fühlt man sich doch auf einem Platz trotzdem sicherer, weil da Leute in der Gegend sind. Ne? Ja. Auch haben wir bei einem Platz sehr viel Polizei gesehen, so mit Motorrädern und Guardia Civil und soll wohl nicht spektakulär gewesen sein, aber uns hat es doch so ein bisschen beeindruckt. Ne? Ja, ja. Und wurden die denn auch von der Polizei vertrieben, da Camper auf Stellplätzen oder auf
so Freisteher oder wie war es? Also es war in Aguilas zum Beispiel der große Platz, der wurde wirklich komplett geräumt und das wurde auch, glaube ich, ziemlich aggressiv gemacht mit Motorrädern, haben die wirklich gewartet und so. In den Buchten war es eher nicht so und ich habe da auch mit einem jungen, sage ich mal, Aussteiger gesprochen, mit einem etwas kuriosen Wohnmobil und die haben gesagt, dass sie machen so, es darf nie nach Camping aussehen. Es sollen keine Stühle vom Wohnmobil stehen, lieber an den Strand damit gehen, keine Trittstufe raus. Dann ist die Regel Parken erfüllt. Das ist wirklich, das Regelwerk muss wohl beachtet werden. Ne? Und das ist halt bei uns zum Beispiel, wir brauchen Solarpaneele, weil wir ohne Strom sind. Und ich glaube, das würde schon in manchen Ortschaften sauer aufstoßen. Ne? Ja. Sind deine Erwartungen erfüllt worden oder eure Erwartungen für Spanien erfüllt worden oder bist du enttäuscht? Nein, mehr als erfüllt. Also wir wollten einfach mal wir sind über 40 Jahre unterwegs, angefangen mit selbst ausgebautem Bus und so und immer Italien, uns in die Sonne gefahren und wir wollten einen warmen Winter erleben und auch wenn er dieses Jahr kalt sein soll, ist es super und wir haben eine super Landschaft erlebt, wir haben sehr viel Abwechslung erlebt, sehr viele freundliche Leute, ein ganz entspanntes Autofahren. Und wenn man sich ein bisschen autark macht mit Solar, einem Rollwagen und auch mal sein Klo mal 100 Meter weit trägt, dann ist das ein super geiler Urlaub, sage ich einfach mal. Ja. Ne? Wie ist denn so die Planung? Wie lange wollt ihr in Spanien bleiben? Wir müssen dieses Jahr leider am 5. März zu Hause sein. Das werden wir jetzt in ganz langsamen Schritten dann so ab dem 20. natürlich wieder aufwärts an der Küste gehen und da noch Orte besuchen. Aber ab Oktober sieht die Welt schon so aus, dass ich alles plane, dass wir das mal wirklich als richtige Überwinterung machen können. Aber mit dem Ziel auch zu reisen und nicht feste unbedingt stehen zu. Und das ist nicht so unser Ding. Ja. Welche Region in Spanien hat dir denn so am besten oder euch am besten gefallen? Peníscola unbedingt, schon allein wegen der Möglichkeit gut essen zu gehen, auch zu deutschen Zeiten. Die Wüste Tabernas, einfach landschaftlich und natürlich wegen den alten Filmkulissen. Wenn man so früher vor Kinoleinwänden stand und konnte das sehen, war das auch mal eine ganz tolle Sache, mal zu sehen, wo Arizona wirklich war. Und dann ist es eigentlich so ein Gesamtbild. Jede Ortschaft bietet auch was, ich sag mal hier in dieser Gegend ist halt so die Gewächshäuserlandschaft, das ist erstmal auf den ersten Blick nicht so erfrischend, aber wenn man das ein bisschen überwindet und dabei diesen schönen Platz zum Beispiel erlebt, gleicht das auch vieles aus und man kann ja weitergehen. Ne? Und wir haben zum Beispiel Cartagena, die Gegend darum ist wunderschön. Da ist die Infrastruktur zum Fahrradfahren zwar nicht so gut, aber man hat einen tollen Überblick. Es ist eine unheimliche Abwechslung. Ja. Und wie weit soll es in den Süden für euch noch gehen? Wir haben jetzt erstmal Nerja auf dem Plan. Ja. Wir hatten natürlich Malaga, wir hatten Gibraltar und sowas auch alles geplant, aber es ist natürlich dieses Jahr sehr schwierig mit Plätzen. Ja. Daher wollen wir es ein bisschen davon abhängig machen und wir wollen uns nicht stressen. Es ist halt einfach so, ich möchte auch, was nicht geht, es ist ins Dunkle zu kommen. Wenn man ins Dunkle fährt, dann wird es stressig. Man muss sollte bis nachmittags einen Platz gefunden haben. Richtig, ja. Und dann lieber zurück und Spanien bietet so viel, das reicht für ein paar Reisen. Ja, genau. Wie hast du es mit dem Gas gelöst? Ja, ich habe mehrere Flaschen mitgenommen und habe gedacht, da kommst deutsche Flaschen, da ja. kommst du gut mit aus. Habt ihr auch man darf sie ja, eigentlich kriegt man sie nicht gefüllt, aber es gibt gewisse Stellen hier in Spanien, die füllen sie. Ja. Aber ich habe schon in Ceraco aufgegeben und habe mir eine spanische Gasflasche bei denen geholt. Gar kein Problem, den Adapter habe ich zu Hause mir besorgt über einen großen Versandhandel. Und das ist überhaupt kein Problem, die überall zu tauschen oder ja, man braucht die grauen Flaschen nicht. Ne? Nee. Man kommt also besser hin, wenn man eine spanische Flasche ja, hat. auf jeden Fall und man muss es auch wirklich, wir sind jetzt mittlerweile an der 5. Flasche, glaube ich, dran. Ja. Also dieses Jahr in Frankreich war schon die erste leer. Also es ist nicht unbedingt immer warm, in Spanien auch nicht. Ne? Nee, man muss in den Nächten schon heizen. Ja. Nee. Ja, Sven, dann danke ich dir für deine Ausführungen. Wünsche euch weiterhin eine gute Reise und ja, vielleicht kreuzen sich irgendwo mal unsere Wege wieder. Bestimmt, ich danke dir. Ne? Ja, danke, ciao. Ciao. So, die Runde hat sich ein bisschen vergrößert und da haben wir noch einen jungen Mann. Stell dich doch kurz mal vor. Ja, mein Name ist Volker, komme aus der Gegend von Köln. Ja, schön. Und du bist auch das erste Mal in Spanien? Das erste Mal in Spanien, Ja. das erste Mal der Versuch zu überwintern. Ja. Und bislang begeistert. Bist begeistert, ja.
Trotz, dass es so voll hier ist in Spanien auf den Plätzen, bist du zufrieden? Ja, wir hatten bislang keine Probleme, konnten eigentlich auf jedem Platz, den wir uns so vorgenommen haben, drauf. Ja. Hier ist es ein bisschen sehr voll, aber wir fahren aber auch morgen, glaube ich, wieder zurück. Ja, und du hast nicht reserviert, oder doch? Nein, wir haben keine Reservierung. Ja, hast überall was gefunden? Ja. Speziell jetzt mehr Camping oder Stellplätze? Beides. Beides. Also wir nehmen immer uns ein Ziel uns vor und wir schauen dann, was da möglich ist. Ja. Dank der Harco-App können wir da eigentlich auch ganz gut was finden. Ja, das heißt, musstest aber hier und da mal weiterfahren, weil alles voll war? Ja, einmal bislang. Ja. In Oliva mussten nur einen Platz, der war voll, aber dann sind wir einen weitergefahren und dann konnten wir schon stehen. Ja. Wie lange bleibst du jetzt noch in Spanien? Bis Ende des Monats. Also wir haben jetzt Februar bis Ende Februar. Ja, ja. Und dann bist du wie lange unterwegs gewesen? Dann waren wir 2 Monate. Ja. Werden das allerdings nächstes Jahr etwas erweitern. Ja, also das heißt, du bist zufrieden oder ihr seid zufrieden und wollt das wiederholen? Ja. Ja. Insgesamt muss man sagen, die Stimmung hier ist sehr schön. Also Ja. die spanische Stimmung, die Leute, die man trifft, sind alle sehr nett. Ja. Es macht schon Spaß. Und natürlich das Klima, wunderbar. Ja. Ja, wobei dieser Winter ja ein bisschen nicht so toll ist wie die Winter, die wir vorher hatten. Das stimmt allerdings. Gut, dann danke ich dir für deine Ausführungen, wünsche dir weiterhin eine gute Reise und vielleicht kreuzen sich irgendwo mal unsere Wege wieder. Danke dir. Vielen Dank gleichfalls. Ciao. Natürlich wird es auch Camper geben, die nicht zufrieden sind oder die das nicht alles so toll fanden. Aber gut, das ist nun mal so. Aber der überwiegende Teil war positiv gestimmt, die ich befragt habe. Jetzt noch ein paar Worte zum Freistehen. Ich möchte das Ganze hier nicht bewerten in irgendeiner Form. Ich möchte nur ein paar Informationen dazu geben. Und zwar Freistehen bedeutet ja, dass ich mit meinem Wohnmobil auf einem offiziellen Parkplatz stehe und ich dort auch übernachte und vielleicht nicht nur auf einem Parkplatz, sondern auch am Strand, wo eben auch Parkflächen sind. Hier in Spanien gibt es oft in Strandnähe große Freiflächen. Das sind Parkplätze, die im Sommer von Badegästen genutzt werden. Und im Winter ist dort frei, da steht da keiner oder nur ganz wenige PKWs. So wird das dann häufiger von Campern genutzt als Stellplatz. Man nennt das Ganze dann Freistehen. Das Ganze hat eine Problematik, und zwar insofern, dass dann vielleicht nicht bloß 10 dort stehen, sondern dann 100 und mehr dort stehen. Und dann ist dort keine Infrastruktur und dann gibt es teilweise Probleme. Und dann reagieren die Behörden häufig mit Räumung. Das ist nicht immer so, aber es gibt die Fälle. Geräumt werden diese Plätze aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt Plätze, die liegen in Landschaftsschutzgebieten, da ist die Naturschutzbehörde zuständig. Dann gibt es Plätze, da fühlen sich die Anwohner belästigt, dann werden sie geräumt. Oder aus Sicherheitsgründen werden auch schon mal Plätze geräumt. Das ist nicht überall so, aber das kann passieren. Das muss man immer wissen, wenn man sich irgendwo hier in Spanien an den Strand stellt. Es gibt Regionen, da wird es ganz hart gehandhabt. Dort wird man sofort vertrieben, wenn man sich hinstellt. Andere, etwas abseits liegende Buchten, dort wird man in Ruhe gelassen, dort kann man dann länger stehen. Das nur mal so als Information hier zum Freistehen. Ich habe in den letzten Tagen wieder einige Anfragen bekommen. Und zwar geht es da um die Geschichte Reservierung für die nächste Wintersaison. Da gibt es schon Plätze, die sind wieder ausgebucht, weil die Camper, die jetzt hier im Winter sind, schon für das nächste Jahr oder für den nächsten Winter gebucht haben. Ich kann nur allen, die jetzt keine Möglichkeit haben mehr zu reservieren, weil alles voll ist schon oder sie gar keine Antwort kriegen, nur raten, wenn ihr früh genug losfahrt, wenn ihr im Oktober losfahrt und dann hier und da schaut und dann langsam man sich Richtung Süden bewegt, dann findet man vielleicht einen Platz, wo es einem gefällt und dann hat man vielleicht das Glück, dass man auch dort länger bleiben kann. Voll wird es eigentlich immer erst so ab Weihnachten oder richtig voll. Das ist natürlich von Platz zu Platz etwas unterschiedlich, aber im Normalfall ist es einfach so, ab Weihnachten wird es voll und dann zieht sich das bis in den März hinein. Also in dieser Zeit wird es immer schwieriger, noch irgendwo langfristig einen Platz zu buchen.
So, wir haben den 20. Februar und wir haben uns entschlossen weiterzufahren. Und zwar sollte es weiter Richtung Süden gehen. Wir haben keinen Platz irgendwo reserviert, haben die Hoffnung, dass wir irgendwo in der Region Malaga, Marbella einen Stellplatz oder auch einen Campingplatz finden, wo wir bleiben können. Aber darüber werde ich im nächsten Video berichten, wo wir dann letztendlich gelandet sind. Wir haben ja noch einiges an Zeit. Wir wollen Mitte April, vielleicht auch erst Ende April in Deutschland wieder sein. Und somit haben wir noch einige Stationen, die wir anfahren wollen. Wir werden noch Gibraltar anfahren. Wir werden noch weiter Richtung Chipiona fahren. Mal schauen, wo es uns dann noch hintreibt. Das war ein weiterer Bericht über unsere Spanienreise. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.